Ein wildes Pferd trampelt wiederholt auf sein neugeborenes Junges ein. Sie werden nicht glauben, was als nächstes geschah. Bevor wir mit dieser bewegenden Geschichte beginnen, liebe Zuschauer, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, von wo aus ihr uns zuseht. Es interessiert uns brennend, aus welcher Stadt oder welcher Region ihr kommt. Wir freuen uns, euch in unserer Community begrüßen zu dürfen. Und nun eine gute Unterhaltung bei diesem außergewöhnlichen Bericht. Der Patrouillengeländewagen bewegte sich in einem gemächlichen Tempo über die festgefahrene Schotterpiste. Die Reifen knirschten auf dem trockenen Untergrund, während das Fahrzeug eine weite Steppenebene in einem der entlegensten Naturschutzgebiete Osteuropas durchquerte. Hinter dem Wagen wirbelte eine feine graue Staubwolke auf, die wie ein flüchtiger Geist in der unbewegten Morgenluft hängen blieb. Die Sonne stand noch tief am Horizont, tauchte das vertrocknete Gras in ein goldenes Licht, doch die Hitze des Tages war bereits zu spüren. André, ein erfahrener Ranger mit sonnengegerbtem Gesicht, hielt das Lenkrad fest mit beiden Händen. Sein Blick war konzentriert auf die Fahrbahn gerichtet, um den tiefen Schlaglöchern auszuweichen, die der letzte Frühjahrsregen hinterlassen hatte. Neben ihm saß Victoria. Sie war Biologin und arbeitete seit fast einem Jahrzehnt in diesem Reservat. Ihr Blick war anders als der von André. Es war der scharfe, professionelle Blick einer Beobachterin. Sie suchte den Horizont nicht nach Hindernissen ab, sondern nach Leben. Sie achtete auf die Krümmung der Grashalme, das ferne Flattern eines Greifvogels und die subtilen Bewegungen der Tierwelt, die sich in dieser unendlichen Weite oft nur dem geschulten Auge offenbarten. In einer Entfernung von etwa 300 Metern tauchte eine kleine Herde von Wildpferden auf. Es waren stolze Tiere, deren Vorfahren schon vor Jahrhunderten diese Ebenen durchstreift hatten. Sie bewegten sich langsam über das verbrannte Gras, senkten die Köpfe zum Fressen und wirkten unter dem wolkenlosen, tiefblauen Himmel vollkommen friedlich. Nichts deutete darauf hin, dass die Harmonie dieses Morgens in wenigen Sekunden zerbrechen würde. »Sieh mal, André, die Leitstute scheint heute besonders unruhig zu sein«, bemerkte Victoria leise, während sie ihr Fernglas hob. Doch noch bevor sie die Optik scharf stellen konnte, passierte es. Plötzlich bemerkte Victoria eine heftige Bewegung, die so gar nicht in den ruhigen Rhythmus der Herde passte. Es war eine ruckartige, aggressive Geste, die in dieser friedlichen Szenerie vollkommen deplatziert wirkte. In der Mitte der Gruppe wirbelte plötzlich Staub auf und unterbrach die morgendliche Stille. Eine ausgewachsene Stute, muskulös und imposant, bäumte sich abrupt auf. Mit einer erschreckenden Wucht stieß sie ihre Vorderbeine nach vorne und unten. Ihre Bewegungen waren von einer rohen Aggressivität geprägt, die unter den sengenden Sonnenstrahlen fast unwirklich erschien. »Was macht sie da?« rief André und trat instinktiv auf die Bremse. Direkt vor den Hufen der Stute lag ein zusammengesunkenes Fohlen im Staub. Es war winzig, sein Fell noch struppig von der Geburt. Das kleine Tier zitterte am ganzen Körper, vor Schmerz, vor Schwäche und vor nackter Todesangst. Jedes Mal, wenn die Stute mit voller Kraft ihre Hufe in den Boden rammte, stiegen dichte Staubwolken auf, die den zerbrechlichen Körper des Jungen einhüllten. Es sah aus wie ein Hinrichtungsszenario inmitten der unberührten Natur. André und Victoria erstarrten vor Schock. Die Erkenntnis traf sie wie ein physischer Schlag. Die Angreiferin war die eigene Mutter des Fohlens. Das Junge versuchte verzweifelt zur Seite zu kriechen, doch seine Beine waren zu schwach. Es konnte weder aufstehen noch sich verteidigen. Seine leisen, kaum hörbaren Laute des Leidens verloren sich in der Weite der offenen Ebene. Victoria hielt sich instinktiv den Mund zu, unfähig, den Blick von dem Grauen abzuwenden. André, der in all den Jahren im Reservat schon vieles gesehen hatte, Kämpfe zwischen Hengsten, die Jagd von Wölfen, den harten Tod durch den Winter, war ebenso tief erschüttert. Was sie hier sahen, war der Überlebensinstinkt in seiner gnadenlosesten, für Menschen unbegreiflichsten Form.
Wir können nicht einfach zusehen, rief Viktoria aus der Erstarrung erwachend. Sie wird es töten. Andrei zögerte keine Sekunde länger. Er trat das Gaspedal bis zum Boden durch. Der Motor des Geländewagens brüllte auf, die Reifen drehten im lockeren Untergrund kurz durch, bevor der Wagen nach vorne schoss und die Stille der Steppe zerriss. Viktoria griff nach dem Horn des Fahrzeugs und begann ununterbrochene, schrille Signale abzugeben. Der grelle Ton hallte wie ein Echo über das offene Land. Die Stute zuckte zusammen, sie stellte die Ohren auf und wandte den Kopf in Richtung der rasch herannahenden Maschine. Der Geländewagen raste näher, Staub wirbelte wie ein dichter Vorhang um das Fahrzeug auf. Die Anwesenheit der Menschen und der ohrenbetäubende Lärm zeigten Wirkung. Die Stute begann zu schwanken. Sie wich einige vorsichtige Schritte zurück, ihr Blick verharrte noch einen winzigen, bedrohlichen Moment auf dem am Boden liegenden Fohlen. Dann drehte sie sich abrupt um und galoppierte, ohne einen einzigen Laut von sich zu geben, davon. Sie verschwand im hohen Gras zwischen den anderen Tieren der Herde, als wäre nichts geschehen. Zurück blieb nur das Fohlen. Es lag einsam und verlassen im sich langsam legenden Staub. Erst jetzt, als die unmittelbare Gefahr gebannt war, bemerkten Andrei und Viktoria den schweren, deutlich gerundeten Bauch der Stute. Die Erkenntnis traf sie hart. Die Stute war erneut hochträchtig. Diese Entdeckung ließ beide verstummen. Was sie gesehen hatten, war keine Grausamkeit im menschlichen Sinne, es war das harte, unerbittliche Gesetz der Evolution. In der Natur kommt es vor, dass eine Mutter ein schwaches oder krankes Junges verstößt oder gar attackiert, wenn ein neues Leben bereits in ihr heranwächst und die Ressourcen knapp sind. Es ist eine biologische Entscheidung. Die Energie wird in den Nachkommen investiert, der die besten Überlebenschancen hat. Eine schwache Existenz muss manchmal weichen, damit eine andere fortbestehen kann. Andrei stockte der Atem, als er auf den reglosen Körper des Fohlens blickte. Das Mitgefühl linderte den Schmerz nicht, es machte ihn nur greifbarer. »Schnell, die Notfalltasche«, rief Viktoria. Sie stieß die Wagentür auf und rannte zu dem Tier. Ihr Gesicht war nun eine Maske aus Konzentration und Entschlossenheit. Sie näherten sich dem Fohlen mit äußerster Vorsicht. Andrei hielt Viktoria zurück. »Ganz ruhig. Wir dürfen es nicht noch mehr in Panik versetzen.« Das Fohlen atmete schwer. Sein kleiner Brustkorb hob und senkte sich krampfhaft in unregelmäßigen Abständen. Das Fell war an vielen Stellen aufgerissen, übersät mit Schrammen und tiefen Wunden, von denen einige noch frisch bluteten. Andrei kniete sich in den Staub und prüfte die Reflexe. Das Tier war an der Grenze zum Bewusstsein. Viktoria bereitete mit zitternden, aber präzisen Händen eine Injektion vor, ein starkes Schmerzmittel und ein Kreislaufstimulanz. Sie setzte die Nadel vorsichtig an, das Fohlen reagierte kaum, es ließ die Behandlung über sich ergehen, als hätte es sich bereits mit seinem Schicksal abgefunden. »Das Hinterbein sieht schlecht aus«, murmelte Andrei, während er das Gelenk vorsichtig abtastete. »Es könnte ein Bruch sein. Und wir wissen nicht, welche inneren Verletzungen die Huftritte verursacht haben.« Es war klar, hier in der Steppe, mitten im Staub, konnten sie nicht mehr tun. Jede Minute zählte. Ohne zu zögern beschlossen sie, das Tier in die tierärztliche Station des Reservats zu bringen. Andrei und Viktoria hoben das zerbrechliche Wesen gemeinsam an, es wog fast nichts, und legten es vorsichtig auf die gepolsterte Rückbank des Wagens. Die Rückfahrt war ein Wettlauf gegen die Zeit. Andrei fuhr so schnell wie möglich, aber gleichzeitig so vorsichtig, dass die Erschütterungen die Verletzungen des Fohlens nicht verschlimmerten. Viktoria saß hinten bei dem Patienten, sie hielt den Kopf des Tieres in ihrem Schoß und flüsterte ihm beruhigende Worte zu, während sie ständig die Atmung kontrollierte. »Halte durch, Kleines, wir sind gleich da«, flüsterte sie.
In diesem Moment war sie nicht mehr nur die kühle Biologin, sondern die einzige Hoffnung für ein Wesen, das von seiner eigenen Art verstoßen worden war. An der Rettungsstation angekommen, wartete bereits das Team der Tierärzte. Das Fohlen wurde sofort in einen leichten Dämmerschlaf versetzt, um eine gründliche Untersuchung zu ermöglichen. Die modernen Diagnosegeräte der Station bestätigten die Befürchtungen: ein komplizierter Bruch des Hinterbeins und mehrere tiefe Fleischwunden, die genäht werden mussten. Stundenlang arbeiteten die Mediziner unter dem hellen Licht der OP-Lampen. André stand draußen im Flur, starrte durch die Glasscheibe und drehte nervös seine Mütze in den Händen. Viktoria saß auf einer Bank und starrte ins Leere, bis schließlich der leitende Tierarzt herauskam und die Maske abnahm. »Es wird überleben«, sagte er müde, aber mit einem Lächeln. »Es ist eine Kämpferin.« Man gab dem Fohlen den Namen Sarja, das russische Wort für Morgenröte oder Morgengrauen. Sie sollte ein Symbol für einen Neuanfang sein, für das Licht, das nach der dunkelsten Stunde erscheint. Sarja wurde in ein geräumiges Gehege gebracht, das speziell für die Rehabilitation von Wildtieren konzipiert war. Der Boden war mit einer dicken Schicht aus weichem, trockenem Stroh bedeckt und ein stabiles Dach schützte sie vor der brennenden Sonne und dem nächtlichen Wind. Die ersten Tage waren kritisch. André und Viktoria wechselten sich ab, um bei ihr zu sein. Sie brachten ihr frisches, saftiges Gras und sauberes Quellwasser. Sie lernten ihr, aus der Flasche zu trinken, da sie keine Mutter hatte, die sie säugte. Nach 2 Wochen geschah das kleine Wunder. Unter den wachsamen Augen der Ranger versuchte Sarja zum ersten Mal aufzustehen. Zuerst zitterten ihre Beine unkontrolliert und sie stützte sich hauptsächlich auf ihre 3 gesunden Gliedmaßen. Doch ihr Wille war ungebrochen. Viktoria beobachtete sie mit Tränen in den Augen. »Siehst du das, André? In ihren Augen ist kein Entsetzen mehr. Sie hat keine Angst mehr vor uns.« Das Gehege war für Sarja zu einem Ort der Sicherheit geworden. Hier gab es keine Hufe, die sie traten, nur sanfte Hände, die sie pflegten. Mit jedem Tag kehrten ihre Kräfte zurück, ihr Fell begann zu glänzen und die Wunden verheilten, bis nur noch feine, kaum sichtbare Narben zurückblieben, kleine Erinnerungen an ihren harten Start ins Leben. Nach 3 Monaten war Sarja vollständig genesen. Sie galoppierte bereits spielerisch durch ihr Gehege und zeigte die ganze Pracht und Wildheit ihrer Vorfahren. Die Tierärzte und die Leitung des Reservats standen nun vor einer schwierigen Wahl. Sollte man sie zurück in die Wildnis entlassen? Die Experten diskutierten lange, das Risiko war zu groß. Ein Fohlen, das einmal von der Herde und insbesondere von der Mutter so gewaltsam verstoßen wurde, hat es in der sozialen Hierarchie der Wildpferde extrem schwer. Es bestand die Gefahr, dass die Herde sie erneut angreifen oder verhungern lassen würde. Zudem hatte Sarja durch den engen Kontakt zu André und Viktoria die natürliche Scheu vor dem Menschen verloren, ein Todesurteil in der freien Wildbahn. Man entschied sich für einen Mittelweg. Sarja durfte in einem riesigen, halbwilden Areal der Station bleiben. Es umfasste mehrere Hektar Steppenland, war aber sicher eingezäunt und geschützt. Hier konnte sie ein Leben in Freiheit führen, ohne den Gefahren der unerbittlichen natürlichen Auslese ausgesetzt zu sein. Heute ist Sarja eine prächtige junge Stute. Wenn André und Viktoria mit dem Geländewagen am Zaun vorbeifahren, hebt sie manchmal den Kopf und wiehert leise. Vielleicht ist es nur Zufall, vielleicht aber auch eine Form der Anerkennung für die beiden Menschen, die ihr das Leben schenkten, als die Natur es ihr nehmen wollte. Liebe Zuschauer, was denkt ihr über diese Geschichte? War das Verhalten der Stute grausam oder einfach nur ein notwendiger Teil der Natur? Und wie hättet ihr an der Stelle von André und Viktoria reagiert? Schreibt uns eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Wir lesen alles aufmerksam durch.
Wenn euch dieses Video berührt hat, dann schenkt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Geschichten aus der Welt der Tiere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.